An einem ganz gewöhnlichen Tag stieß eine Gruppe von Astronomen, ausgerüstet mit einem leistungsstarken Teleskop, auf etwas völlig Erstaunliches. Auf den ersten Blick schien es ein Stern zu sein, doch sein Verhalten wich stark von den gewohnten Mustern ab. Das Objekt flackerte periodisch, als wolle es eine besondere Botschaft übermitteln, doch seine Frequenz und Intensität entsprachen nichts, was jemals zuvor aufgezeichnet worden war. Die Wissenschaftler vermuteten sofort, dass sie es mit etwas Neuem zu tun hatten. Sie begannen, die Daten sorgfältig zu analysieren und versuchten, darin irgendeine Ordnung zu finden. Doch jede neue Analyse warf nur noch mehr Fragen auf. Die Flackern wirkten chaotisch und keine der bekannten Theorien konnte dieses Phänomen erklären. Der Lichtstrom des Sterns verhielt sich, als würde er unbekannten physikalischen Gesetzen folgen. Es wurde eine interdisziplinäre Forschergruppe gebildet, die Spezialisten für Spektroskopie, Astrophysik und sogar Mathematik vereinte. Ihre Aufgabe war es, die Puzzleteile zusammenzufügen, um Licht auf diesen unglaublichen Fund zu werfen. Doch nicht nur die rätselhaften Schwankungen ließen die Wissenschaftler sich hilflos fühlen. Die Lage des Objekts in einem abgelegenen und nahezu unerforschten Teil des Universums machte eine detaillierte Untersuchung mit den vorhandenen Ressourcen unmöglich. Es blieb nur zu beobachten und zu hoffen, dass weitere Forschungen helfen würden, den Schleier des Geheimnisses zu lüften. So richteten sich alle Blicke auf die nächste Etappe, den Versuch, die seltsame Sprache zu entschlüsseln, in der dieser Stern spricht. Ihre Schwingungen zu verstehen bedeutet, den ersten Schritt zur Entschlüsselung des Geheimnisses dieses einzigartigen Objekts zu machen. Das flackernde Phänomen. Warum verletzt dieses Objekt die Gesetze der Physik? Das flackernde Phänomen hat die Gedanken der Astronomen gefesselt. Die erstaunliche Entdeckung brachte viele von ihnen dazu, die grundlegenden Gesetze der Physik zu überdenken. Es stellte sich heraus, dass die Frequenz des Flackerns und die ungewöhnlichen Helligkeitsschwankungen nicht einfach bereits bekannte Muster übernahmen, sondern deren Verständnis herausforderten. Ein solches Phänomen überraschte nicht nur, sondern stellte auch bestehende astronomische Theorien in Frage, als wollte es sagen, schaut noch einmal hin. Traditionelle Modelle der Helligkeitsveränderung gehen davon aus, dass Sterne im Laufe der Zeit aufgrund von Veränderungen ihrer Bedingungen flackern. Doch dieses Objekt schien sich nicht an diese Grundsätze zu halten. Bei der Beobachtung dieses Objekts stellten die Wissenschaftler fest, dass seine Helligkeitsschwankungen zu schnell und zu abrupt waren, um sie mit gewöhnlichen Prozessen wie Pulsation oder Rotation erklären zu können. Einige begannen zu vermuten, dass es sich um eine neue Form von Stern handelt, andere wiederum meinten, wir seien Zeugen eines völlig neuen astronomischen Phänomens. In der Zwischenzeit begann eine Gruppe von Wissenschaftlern unverzüglich mit der Entwicklung leistungsfähigerer Beobachtungsinstrumente, die in der Lage waren, selbst die kleinsten Veränderungen zu erfassen. Eine Reihe von Teleskopen auf der ganzen Welt wurde auf das flackernde Phänomen ausgerichtet, um in kürzester Zeit möglichst viele Daten zu sammeln. Doch selbst mit diesen Ressourcen blieb das Rätsel ungelöst. Was noch erstaunlicher war, dieses Objekt befand sich so weit von der Erde entfernt, dass selbst die besten Teleskope kaum in der Lage waren, es zu untersuchen. Es war, als würde man versuchen, ein winziges Detail auf einem Gemälde vom anderen Ende der Galerie aus zu erkennen. Und dennoch gaben die Wissenschaftler trotz aller Schwierigkeiten nicht auf. Sie entwickelten komplexe Modelle und Hypothesen in der Hoffnung, ein neues Gesetz oder eine unbekannte Kraft zu entdecken, die diese kosmische Anomalie steuert. Doch vielleicht steht das Spannendste noch bevor. Denn die geheimnisvollen Schwankungen könnten eine tiefere Bedeutung verbergen, deren Entdeckung den Beginn einer neuen Ära in der Astronomie einläuten würde. Geheimnisvolle Schwankungen. Eine Sprache, die Wissenschaftler zu entschlüsseln versuchen. Die Wissenschaftler begannen, sich auf die seltsamen Schwankungen des Objekts zu konzentrieren, da sie vermuteten, dass diese der Schlüssel zur Lösung seines Rätsels sein könnten. Dieser flackernde Stern wurde nicht mehr nur als astronomisches Phänomen betrachtet, sondern als eine Art Sprache, die erst noch entschlüsselt werden muss. Jede Helligkeitszunahme und ihre charakteristischen Veränderungen wurden mit modernster Technologie untersucht. Komplexe Algorithmen verarbeiteten die Daten und versuchten, wiederkehrende Muster zu finden, die einen Hinweis auf die Natur dieses Phänomens geben könnten. Einige Forscher vermuteten, dass diese Frequenzen und Schwankungen Signale einer fernen Lebensform sein könnten oder so etwas wie ein natürlicher Morsecode des Universums, was das Interesse und die Aufregung in wissenschaftlichen Kreisen natürlich nur noch steigerte. Andere, eher skeptisch eingestellte Wissenschaftler versuchten, bestehende Modelle von Sternensystemen auf dieses Objekt anzuwenden, in der Hoffnung, wenig bekannte Variationen in den Daten zu finden, die sein seltsames Verhalten erklären könnten. Im Verlauf der Analyse bemerkten die Astronomen, dass die Schwankungen einer bestimmten Periodizität folgten, doch jeder neue Zyklus fügte diesem Rhythmus etwas Neues hinzu, sodass der Eindruck entstand, als wolle das Objekt etwas Größeres mitteilen. Das verstärkte nur den Wunsch der Wissenschaftler, sich durch die gewaltigen Datenmengen zu arbeiten und endlich zu verstehen, was sie da eigentlich beobachteten.
Um diese Hypothesen zu überprüfen, wandten sich die Astronomen den fortschrittlichsten Computersimulationen zu, die dabei helfen konnten, Bedingungen nachzubilden, wie sie um ein derart ungewöhnliches Objekt existieren könnten. Gemeinsam mit Astrophysikern und Experten für Quantenmechanik begannen sie, Theorien aufzustellen, die nicht nur die Astronomie revolutionieren, sondern auch zu neuen Entdeckungen in der Physik führen könnten. Als Ergebnis öffneten ihre Bemühungen nach und nach die Tür zu noch unerforschten Bereichen des Kosmos. Dennoch erwarteten sie noch mehr Rätsel, denn das, was sie bisher entdeckt hatten, schien nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Die Fragen häuften sich und die Wissenschaftler erkannten, dass es an der Zeit war, ihre Sicht auf das Universum und seine Gesetze zu überdenken. Das unsichtbare Gestirn, wie das Spektrum die Beobachter täuscht. Nicht nur die Schwankungen, sondern auch das Spektrum der Strahlung des Objekts selbst erwies sich als ein Rätsel, das die Fantasie der Astronomen beflügelte. Die Beobachter waren verblüfft darüber, wie sehr das Spektrum sie täuschte, indem es Eigenschaften zeigte, die in keine der bestehenden Modelle passten. Die Spektroskopie, ein Instrument, das seit Jahrhunderten dabei hilft, die Geheimnisse ferner Sterne und Galaxien zu entschlüsseln, schien in diesem Fall ihre Magie zu verlieren. Jeder Radius, jede Tiefe und jede Textur des Spektrums schienen im Fluss zu sein, als würden sie sich mit jedem neuen Blick verändern. Das Forscherteam versuchte, dieses trügerische Spektrum in seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen, in der Hoffnung auf einen entscheidenden Hinweis. Doch sobald sie bestimmte Spektrallinien festhielten, erwachten deren Intensität und Struktur plötzlich zum Leben und vermischten sich, wodurch neue, noch verworrenere Kombinationen entstanden. Anstatt Klarheit zu gewinnen, erhielten die Wissenschaftler noch mehr Rätsel, die eine Überarbeitung der bestehenden Theorien erforderten. Astrophysiker und Spektroskopie-Experten begannen, Hypothesen aufzustellen, dass dies Teil eines Prozesses sein könnte, den wir noch nie zuvor gesehen haben. Es gab Spekulationen, dass das Objekt eine Wolke aus interstellarem Gas sein könnte, vermischt mit unbekannten Elementen, die dieses seltsame Lichtspiel erzeugen. Oder vielleicht ist es das Ergebnis der Einwirkung einer völlig neuen Energieform, von der wir bisher nur eine Ahnung haben. Mit jeder Analyse warfen die Spektraldaten neue Fragen auf. Könnte dies ein Hinweis auf die Entstehung eines neuen Sterntyps oder sogar einer neuen Galaxie sein? Oder handelt es sich um etwas noch Radikaleres, etwa eine bislang unbekannte Form von Materie? Die Wissenschaftler kämpften weiterhin mit dem Rätsel des Spektrums, denn jeder Schritt konnte zu einer Entdeckung führen, die unser Verständnis des Universums verändern würde. Und dennoch war trotz aller Rückschläge niemand bereit aufzugeben. Stattdessen fanden sie in diesem Geheimnis die Inspiration, ihre Forschungen fortzusetzen und unermüdlich neue Daten zu analysieren. Das Objekt, das sich weiterhin dem Verständnis entzog, zwang sie dazu, immer innovativere und unkonventionellere Ansätze zu suchen, wodurch der Weg zu neuen Entdeckungen geebnet wurde und vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass wir gerade erst beginnen zu begreifen, was das Universum verbirgt. Die Tiefen von Zeit und Raum. Was verbirgt sich hinter dieser Anomalie? Die Anomalie, die durch dieses Objekt dargestellt wird, schien die Vorstellung von Zeit und Raum zu durchbrechen und zwang die Wissenschaftler mit neuer Kraft in die Tiefen des Kosmos einzutauchen. Das Spiel von Licht und Materie, das einst als erforscht und verstanden galt, nahm unerwartete Wendungen und eröffnete neue Horizonte für die Forschung. Als ob wir alles vergessen sollten, was wir je wussten. Das ist die Herausforderung, die dieses Rätsel gestellt hat. Die ungewöhnliche Struktur dieses Objekts zwang Fachleute dazu, die Konzepte von Zeit und Entfernung zu überdenken und vermuten zu lassen, dass hier Gesetze wirken könnten, von denen wir noch keine Vorstellung haben. Astronomen begannen, alle möglichen Methoden anzuwenden, um zu untersuchen, ob diese Veränderungen nicht eine Folge der Krümmung von Raum und Zeit sind. Vielleicht beobachten wir etwas Ähnliches wie eine kosmische Fata Morgana, die durch massive Verzerrungen der Gravitation erzeugt wird. Die gemeinsamen Anstrengungen von Wissenschaftlern und Ingenieuren führten zur Entwicklung von Computermodellen, die in der Lage sind, die Einwirkung unbekannter Kräfte auf Lichtwellen zu simulieren. Diese Modelle halfen dabei, anzunehmen, wie solche Anomalien in bisher unerforschten Bereichen des Kosmos existieren könnten. In der Zwischenzeit registrierten die Teleskope weiterhin jede kleinste Nuance des Flackerns. Es wurde klar, dass Beobachtungen, die auf den ersten Blick widersprüchlich erschienen, Teil eines weitaus komplexeren Phänomens sein könnten. Vielleicht ist dies ein Fenster in die Vergangenheit, das es ermöglicht, in die Geschichte des Universums zu blicken, von der wir noch nichts wissen. Bei dem Versuch, dieses Rätsel zu lösen, ließen die Wissenschaftler auch die Möglichkeit nicht außer Acht, dass das Objekt mit unsichtbarer Masse oder Energie interagiert, die die seltsamen gravitativen Effekte erklären könnten. Auf der Suche nach Antworten griffen die Astronomen auf Daten anderer astronomischer Objekte zurück, um ihre Theorien zu bestätigen oder zu widerlegen. Sie beobachteten, verglichen und analysierten weiterhin und folgten den kleinsten Hinweisen im Universum. Denn jede neue Entdeckung brachte sie der Erkenntnis näher, was sich hinter dieser erstaunlichen kosmischen Anomalie verbirgt. Ein neu kalibrierter Blick. Sind wir bereit, neue kosmische Regeln anzuerkennen?
Die Forscher begannen sich zu fragen, ob wir bereit sind, neue kosmische Regeln anzuerkennen. In den Augen vieler Wissenschaftler wurde deutlich, dass die gewohnten Modelle und Theorien dieses Phänomen nicht mehr erklären können. Die üblichen Methoden erschienen zunehmend unzureichend und es entstand das Bedürfnis nach einer völlig neuen Perspektive. Astronomen und Physiker vereinten ihre Kräfte, um den gewohnten Ansatz zu Strahlung und Schwingungen neu zu überdenken. Anstelle traditioneller Analysen setzten sie modernste Technologien und interdisziplinäre Methoden ein, um den Horizont ihrer Forschung zu erweitern. Das Verständnis des flackernden Objekts erforderte nicht nur neue Instrumente, sondern auch einen Paradigmenwechsel. Die Wissenschaftler begannen, Hypothesen zu entwickeln, die neue physikalische Gesetze und Beobachtungsmethoden einbezogen. Während die Teleskope das Objekt weiterhin überwachten, arbeiteten die Teams an einzigartigen Analysen, um die Mechanismen zu entschlüsseln, die diesen rätselhaften Stern steuern. Einige Forschungsgruppen wandten sich sogar der Quantenmechanik zu, um herauszufinden, ob sie solch außergewöhnliche Phänomene erklären könnte. Allmählich entstand die Idee, ein globales Netzwerk von Teleskopen zu schaffen, um ein klareres Bild zu erhalten. Dies würde es ermöglichen, die Beobachtungen zu koordinieren und das Verhalten des Objekts besser zu erforschen. Komplexe Simulationen begannen, mögliche Prozesse nachzubilden, die auf einem so weit entfernten Himmelskörper ablaufen könnten. Mit den gewonnenen Daten versuchten die Forscher, den Mechanismus zu verstehen und zu entschlüsseln, der in den Tiefen des Kosmos verborgen liegt. Doch parallel zu diesen Bemühungen stellte sich eine weitere Frage: Sind wir bereit, uns an die neue Realität des Universums anzupassen? Für viele war diese Entdeckung nicht nur aufregend, sondern auch beunruhigend. Da jeder neue Schritt noch mehr Fragen aufwarf, überdachten die Wissenschaftler ihr Wissen grundlegend. Und in dieser ständigen Suche lag die Hoffnung, dass wir an der Schwelle zu einer neuen wissenschaftlichen Revolution stehen, die unser gesamtes Verständnis des Kosmos und seiner Gesetze verändern könnte. Unidentifizierte astronomische Objekte, neue Klassifikation oder Illusion. Unter den zahlreichen astronomischen Entdeckungen sticht dieses flackernde Objekt durch seine unergründliche Natur hervor. Wissenschaftler tauchen in den Abgrund der Daten ein und versuchen herauszufinden, womit sie es zu tun haben. Mit einer neuen Klasse astronomischer Objekte oder mit einer Illusion, die durch unsere begrenzte Wahrnehmung des Kosmos hervorgerufen wird. Der Unterschied zwischen dem Versuch, die Wahrheit zu erkennen, und dem bloßen Umherirren in den Treibsanden des Unbekannten wird immer schwerer fassbar. Aber was, wenn dieses Objekt nur die Spitze eines riesigen Eisbergs unerforschten Wissens ist? Astronomenteams aus verschiedenen Teilen der Welt haben sich zusammengeschlossen, um dieses Phänomen zu klassifizieren, das sich nicht in die gewohnten Kategorien einordnen lässt. Was ist das für ein Stern? Ist es vielleicht nur ein visueller Einblick in eine neue physikalische Realität, mit der wir bisher noch nicht konfrontiert wurden? Oder weist diese Entdeckung auf Fehler in unseren aktuellen Modellen und Annahmen über die Dynamik des Universums hin? Bislang gibt es keine endgültigen Antworten, aber das Bestreben, dieses Objekt zu klassifizieren, wird zur treibenden Kraft der Forschung. Nach jahrzehntelangen Beobachtungen und Analysen, wie sie auch an diesem Objekt durchgeführt wurden, entsteht eine neue Hypothese. Es scheint, als stünden wir kurz davor, eine grundsätzlich neue Form von Materie oder Energie zu entdecken, die nicht in unser gewohntes Modell passt. Während Skeptiker auf mögliche Beobachtungsfehler verweisen, arbeiten die Befürworter der neuen Theorie weiter daran, die Grenzen der Wissenschaft zu erweitern. Sollten sich die Annahmen als richtig erweisen, besteht die Möglichkeit, dass die gesamte Kosmologie als Wissenschaft überdacht werden muss. Die allgemein anerkannten astronomischen Klassifikationen beginnen zu bröckeln und es stellt sich die Frage, ob nicht eine neue Kategorie für solche Objekte geschaffen werden muss. Möglicherweise wird die Welt schon bald einen neuen Katalog sehen, der die Eigenschaften und Merkmale solch ungewöhnlicher Himmelskörper beschreibt. Das wird unser Verständnis des Universums grundlegend überdenken lassen und uns zeigen, wie viele Geheimnisse noch in den Weiten des Kosmos verborgen sind. Die Besonderheiten dieses Objekts, das sich weder den gewöhnlichen Sternen noch den Galaxien zuordnen lässt, könnten den Beginn einer neuen Ära in der Astronomie markieren, in der jede Überraschung möglich ist. Und obwohl der Weg noch lang ist, könnte die Entdeckung dieses flackernden Objekts den Anfang eines neuen Zeitalters in der Erforschung des Universums bedeuten, in dem Grenzen verschwimmen und die Realität selbst die kühnste Fantasie übertrifft.